Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Passiert richtig viel gerade und die Woche stand für mich unter dem Motto Raumanzüge, EVAs wegen Polaris Dawn. Und da habe ich mir einen Experten heute eingeladen, und zwar Professor Dr. Klaas Olthoff. Hallo Klaas, schön, dass du es geschafft hast. Hallo, schön, dass ich da sein darf. EVAs werden so ein bisschen als die Königsdisziplin irgendwie in der astronautischen Raumfahrt irgendwo gesagt. Würdest du das so zustimmen oder meinst du, gibt es da andere Sachen, die auch noch komplexer sind? Oder weil irgendwie, es kommt ja alles zusammen. Man hat ja im Prinzip eigentlich ein Raumschiff für eine Person, was man irgendwie machen muss. Ja, also ich glaube, wenn man jetzt einen Space Shuttle-Piloten hätte, der das Space Shuttle gelandet ist, der würde, glaube ich, eher sagen, dass das die Königsdisziplin ist. Also ja, es ist schon, haben wir auch vorhin kurz drüber gesprochen, man ist da wirklich recht exponiert, also nicht nur jetzt bei Mikrometeoriten und Weltraumschrott, sondern eben auch die Strahlung, wirklich, wenn was schief geht, dann ist man verhältnismäßig weit weg von einem sicheren Ort. Also es dauert wirklich eine Weile, bis man wirklich dann in Sicherheit ist. Also es ist einfach von der Gefahr her, ist es schon relativ weit oben auf der Liste. Und gleichzeitig ist es natürlich auch was alle Astronauten und auch Milliardäre, die das nötige Kleingeld haben, gerne machen wollen. Von daher, ja, es geht so ein bisschen gegenläufige Anforderungen mal wieder. Die einen wollen es gerne machen, aber die Sicherheitsanalysten, die versuchen eher die Anzahl von Außenbordeinsätzen so gering wie möglich zu halten. Also es gibt ja auch zum Beispiel auf der ISS diesen ich nenne es immer die Hand des kanadischen robotischen Arms, wo so ein kleiner Aufsatz drauf ist, wo nochmal 4 weitere kleine Roboterarme drauf sind, die Force-Feedback haben und wo man also recht feinmotorische Aufgaben ausführen kann. Und das war auch einer der Hintergedanken bei der Entwicklung von diesem System, eben, dass man Sachen an der Außenseite der Raumstation robotisch machen kann und eben nicht mit Menschen aussteigen muss. Ausstieg an der ISS, gute Überleitung, weil ich glaube, so einer der kritischsten Vorfälle an der ISS überhaupt, oder von dem ich weiß, vielleicht weißt du mehr, aber ist ein Zwischenfall bei einer EVA gewesen, und zwar der ESA-Astronaut Luca Parmitano. Da wird immer erzählt, dass der fast ertrunken wäre. Ich weiß nicht, ist das eine Übertreibung oder was weißt du über den Vorfall? Es ist keine Übertreibung. Also es war tatsächlich würde ich sagen, eine der kritischsten Situationen in der astronautischen Raumfahrt überhaupt. Was da passiert ist in dem Raumanzug, im Lebenserhaltungssystem, da gibt es eine Komponente, die Luftfeuchtigkeit abscheidet. Also da ist ein Wärmetauscher, der eben die Luft eigentlich kühlen soll. Und wenn die Luft kalt wird, dann kondensiert eben der Wasserdampf aus. Und wir atmen ja einfach Wasserdampf aus, wenn wir existieren. Und wenn man natürlich dann eine EVA macht und schwer arbeitet und vielleicht noch ein bisschen schwitzt, dann ist die Luft eben sehr feucht und die Feuchtigkeit muss weg. Und diese Komponente, die muss eben in der Schwerelosigkeit dieses flüssige Wasser irgendwie wegkriegen. Und das funktioniert über ein rotierendes Bauteil, wo dann kleine Löcher drin sind. Und da über diese kleinen Löcher kann dann das Wasser über Kapillarkräfte abfließen und wird dann weggepumpt. Und würde jetzt ein bisschen zu weit führen, das alles auszuholen, aber im Endeffekt sind diese kleinen Löcher verstopft. Das heißt, das Wasser konnte eben nirgendwo mehr hin, ist aber trotzdem durch diesen Wärmetauscher auskondensiert worden. Und diese Komponente, die eben das Wasser abscheidet, ist verbunden mit dem Lüfter. Das heißt, das Wasser wurde dann einfach auskondensiert und dann mit dem Lüfter wieder in den Anzug reingeblasen. Und es wird so gemacht, dass eben die frische Luft, die also von CO2 und theoretisch Wasserdampf gereinigt oder bereinigt wurde, die wird am Kopf eingeblasen. Also es ist praktisch hinterm Kopf ist der Luftauslass, damit man eben schön im Gesicht, da wo die Nase und der Mund ist, wo man einatmet, dass man da schöne frische Luft hat mit wenig CO2. Und darüber ist dann eben Wasser in den Helm reingeflossen. Also Luca hat dann auch gesagt, so hier in meinem Helm ist so ein bisschen nass so, und er hat auch ein paar Tage vorher schon eine EVA gemacht gehabt, wo dasselbe Problem auch schon sichtbar wurde aber abgetan, weil man dachte, das war bestimmt die haben so eine
eine Drinkbag heißt das, so eine kleine 600-700 Milliliter Wasserbehälter mit einem Beißventil, die bekannterweise recht oft geleckt hat. Da haben sie, das war bestimmt das Getränk. So, und dann haben sie da nicht mehr weiter nachgeguckt. Und bei der nächsten IWE wurde mit demselben Anzug, war es dann eben noch schlimmer. Und da war dann wirklich ganz viel Wasser in seinem Kopf. Und das ist auch dann praktisch dadurch, dass man eben in der Schwerelosigkeit ist, bleibt das Wasser eben am Kopf. Das tropft ja nicht runter. Und dann hat er also wirklich eine Wasserblase gehabt, die immer größer geworden ist. Sie ist ihm dann irgendwann in die Ohren reingegangen. Und dann hat er hat dann gesagt, hey Leute, ich kann euch nicht mehr hören. Und irgendwann war es dann wirklich so, dass es vor sein Gesicht und in seine Augen reingegangen ist und dann konnte er auch nichts mehr sehen. Ja, und das war dann auch schon, während er auf dem Weg wieder zurück war. Die IWE wurde auch abgebrochen dann von der Missionskontrolle in Houston. Aber das war brenzlig, also weil es auch einfach, er atmet immer weiter. Das heißt, es kommt immer mehr Wasser ins System rein und die Wasserblase war immer größer. Und er musste sich dann blind an der Raumstation wieder zurückhangeln. Also wenn man sich das vorstellt, ne, 28.000 km/h, 400 Kilometer Höhe, ich sehe nichts, ich höre nichts und ich muss irgendwie wieder zu der Luftschleuse zurückfinden. Und er ist super cool geblieben und hat da gesagt, ja, ich erzähle euch jetzt, wo ich bin und ich bin jetzt hier und ich komme jetzt wieder rein und also es war echt brenzlig und sie haben dann auch die Luftschleuse in einem beschleunigten Verfahren wieder bedruckt und haben ihn auch, also wenn man sich die Videos anguckt, die haben ihn da rausgerissen, sofort den Helm ab. Normalerweise ist das Prozedere auch immer so ein bisschen anders, aber gleich Helm ab und haben ihm Handtücher ins Gesicht gedrückt. Und also da war, glaube ich, über 1 Liter Flüssigkeit in dem Helm drin. Also es war nicht ohne. Und wenn er da so länger... Man kann halt nicht mit den Händen ins Gesicht fassen, ne? Also man kann sich jetzt nicht irgendwie wegwischen, sondern irgendwie Oberflächenspannung hält das Zeugs an deinem Gesicht fest und das wabert da lang und gruselig. Ja. Kopfschütteln oder so, das hätte auch nicht geklappt, weil einfach das hält schon relativ fest. Das unterschätzt man so ein bisschen auf der Erde, weil die Oberflächenspannung relativ zur Schwerkraft, die sie hier stört, gar nicht so klein ist. Und es ist auch, er hat ja so eine Kommunikationsmütze auf mit 2 Kopfhörern und einem Mikrofon. Das war natürlich alles vollgesogen mit Wasser. Also, wie gesagt, also wenn das ein bisschen länger gedauert hätte, dann, aber jetzt wirklich ertrunken wäre, weiß ich nicht. Dafür muss dann schon relativ viel Wasser auch irgendwie hier so drin sein, aber es war wirklich sehr brenzlig. Ja, aber auch wenn man sich vorstellt, er kriegt ein bisschen was rein und er kriegt dann irgendwie Hustenkrämpfe oder was auch immer, auch das in einer IWA oder was auch immer, macht ja auch keinen Spaß, so, ne? Boah, ich muss sagen, ich bin ja nicht vom Fach, so, und ich habe aber auch dann irgendwo danach, wenn es über die Raumanzüge ging, auch öfter mal so gesagt, naja, die NASA, die arbeitet jetzt schon auch an neuen Anzügen, die sind auch in die Jahre gekommen, wird auch eigentlich ganz gut, dass die mal erneuert werden, obwohl ich gar nicht weiß, wie veraltet die sind. Ich weiß halt irgendwo, dass sie im Prinzip die Entwicklung der Raumanzüge aus dem Apollo-Programm irgendwie weitergeführt wurden, dass man für Space Shuttle neu entwickelt hat, die dann im Prinzip ab 81, glaube ich, dann auch im Einsatz waren. Ist das so, dass die jetzt wirklich auch schon echt alt sind und nicht mehr Stand der Technik sind? Oder was kann man über die aktuellen EMUs sagen? Die sind schon ganz gut alt. Also ich glaube, die NASA hatte initial Mitte der 70er, glaube ich, 18 Anzüge bestellt. Also wirklich vollständige, einsatzfähige Anzüge. Und mittlerweile gibt's nur noch 11. Also weil bei den beiden Space Shuttle Unglücken sind jeweils 2 zerstört worden. Dann ist, glaube ich, einer oder zumindest ein Teil von einem Anzug ist mal bei der Explosion von einer Cygnus-Rakete über den Jordan gegangen. Also hier und da sind immer mal welche rausgefallen. Und wie gesagt, mittlerweile gibt's nur noch 11. Und die sind, sagen wir mal, im Kern sind die aus den frühen 80ern.
Man hat da ein paar Modifikationen vorgenommen, einfach 40 oder 45 Jahre sind natürlich jetzt, wer hat schon ein Auto, was so lange fährt, und da hängt nicht das Leben so direkt von ab. Also die werden schon gewartet und Teile werden ausgetauscht und ersetzt und auch mal ein bisschen geupgradet, aber das Kerndesign ist im Prinzip unverändert seit der Zeit vom Space Shuttle. Und die werden auch tatsächlich immer mal ausgetauscht, ne? Das heißt, die auf der ISS sind, die werden wieder runtergeflogen, werden dann gewartet und kommen wieder neue hin. Okay. Also da kommen wir wieder auf die Anforderungen zurück. Die Anforderung für den Space Shuttle Anzug war 5 EVAs vor jeder Wartung. Das heißt also eine Space Shuttle Mission, 5 EVAs, und dann landet das Space Shuttle aber wieder und dann wird alles komplett auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Und für den Aufbau der Raumstation, weil da auch dann EVAs geplant waren oder auch jetzt durchgeführt werden, ohne dass das Space Shuttle da ist, haben sie dann eben diese Anforderungen erhöht auf 25 EVAs. Aber nach 25 Einsätzen werden die tatsächlich dann mit einer Dragon wieder auf die Erde zurückgebracht und eben erneuert. Aber von der Technik her ist es sehr ähnlich. Es wurde dann eine Sache, so glaube ich, der tiefgreifendste Eingriff, der verändert wurde, war, dass die Space Shuttle Anzüge haben Lithiumhydroxid benutzt, um das CO2 rauszufiltern. Also da passiert dann in so einem Luftfilter eine chemische Reaktion, wo eben das Lithiumhydroxid zu Lithiumcarbonat wird. Und das ist aber nicht reversibel. Das heißt, diese Filter, die sind einfach irgendwann voll und werden dann weggeschmissen. Und das war eben dann für den Nachschub, die Nachschubversorgung von der Raumstation, hat man dann gesagt, das ist ein bisschen ineffizient, weil man einfach jedes Mal wieder so neue Filter hochfliegen muss. Und deswegen hat man dann für die ISS ein System entwickelt, wo eben diese Luftfilter nach jeder EVA rausgenommen werden, in einen Vakuumofen gepackt werden und dann ein paar Stunden bei ein paar 100 Grad ausgebacken werden. Und dann können die wieder CO2 aufsammeln. Das Wort Lithiumhydroxidkanister kenne ich aus Apollo 13, weil im Prinzip da gab es diese Filter, die einen sind rund, die anderen sind eckig in Mondfähre und Kommando mit Modul, und also CO2-Abscheidung, also wir atmen CO2 aus und gar nicht so viel, aber im Prinzip, wenn es sich akkumuliert in der Atemluft, irgendwann ist es toxisch und macht uns Probleme, und deshalb müssen wir das irgendwie aus der Atemluft irgendwo entfernen, und das Problem haben wir im Prinzip bei allen Systemen, wo wir abgeschnitten sind im Prinzip von unserer Atmosphäre, die sich irgendwie erneuert. Das heißt, ob das jetzt auf der ISS ist, in den Raumanzügen, in U-Booten, auch typisches Ding, Berufstaucher. Da ist vielleicht ein Punkt, ich habe mir sagen lassen, dass dieses System, dass du auch an dem geforscht hast, oder? Also das heißt im Prinzip CO2-Abscheidung, war das ein Thema bei der NASA, oder? Geforscht nicht, aber das war tatsächlich die Komponente von dem neuen Raumanzug, also damals hieß sie die XEMU, die Exploration Extravehicular Mobility Unit, als die NASA noch den neuen Raumanzug in-house bauen wollte. Da war ich tatsächlich für die Anforderungen, du merkst schon, das ist ein Pet-Peeve, die Anforderungen für den CO2-Abscheider da. Und der ist sogar noch cooler, weil das, was auf der ISS im Moment eingesetzt wird, da ist es so, dass man eben den nach einer EVA rausnehmen muss und in den Backofen packt. Für das neue System, da ist es so, dass das während der Fahrt regeneriert. Da gibt es also eigentlich 2 Filter. Und der eine Filter ist am Luftstrom angeschlossen und zieht das CO2 raus und sogar auch die Luftfeuchtigkeit. Und der andere Filter wird einfach ans Vakuum des Weltalls angeschlossen. Und wenn die eine Seite voll ist, dann dreht sich ein Ventil und dann wird das andere der frische Filter angeschlossen und der andere darf desorbieren. Und das ist insofern cool, weil es eben als begrenzenden Faktor für die Dauer einer EVA das CO2 und Wasser entfernen rausnimmt. Also was das angeht, könnte man dann unendlich lange eine EVA machen. Da sind wir direkt beim XEMU, also das heißt, NASA hat sich irgendwann gedacht, die Anzüge sind alt und wir brauchen neue, oder ging das dann schon damals Constellation, Artemis, von wegen Plan Mond? Genau, also die NASA hat nie wirklich aufgehört, an Raumanzügen weiterzuentwickeln.
es ist natürlich so, wenn man einen neuen Anzug entwickelt, dann muss man eine größere Summe Geld in die Hand nehmen und das war relativ lange einfach nicht der Fall. Also es gibt Prototypen von Anzügen, die auch in den 80ern und 90ern entwickelt wurden bei der NASA, die aber einfach nie über diesen Prototypenstatus hinausgekommen sind. Und dann 2005, als Constellation dann anfing, da wurde dann wieder eine neue Entwicklungsrunde losgetreten und da war auch, wurde dann, glaube ich, gerade der Vertrag rausgegeben an eine Firma, die eben diesen Anzug hätte federführend entwickeln sollen. Dann gab es leider einen Regierungswechsel in den USA und Präsident Obama hat dann eben das Constellation-Programm beendet und da ist natürlich dann auch der Raumanzug wieder unter die Rede gekommen. Aber das wurde dann so auf Sparflamme mit so kleinen Entwicklungsbudgets wurde da einfach immer so kleine Schritte weitergemacht. Und ich hatte dann tatsächlich das Glück, dass ein paar Monate bevor ich bei der NASA angefangen habe, war von Präsident Trump dann die Weisung, wir wollen 2024 auf dem Mond landen. Das haben wir noch 3 Monate jetzt. Aber da wurde also dann aus diesem Technologieentwicklungsprojekt wieder ein Flugprojekt. Und in der Situation bin ich sozusagen zu diesem Team hinzugestoßen und das war eine coole Zeit, weil da eben, also Geld spielt keine Rolle, ist einer zu viel, aber man konnte mal was machen. Und das war schon eine aufregende Zeit. Und was ist so der große Unterschied? Also ich meine, ich habe so ein paar tatsächlich die alten oder mittlerweile alten NASA-Filme kannte ich schon, wie die NASA praktisch den Anzug so vorgestellt hat und was er so konnte. Sah da schon dramatisch eigentlich anders aus als die aktuellen EMUs auf ISS. Was aus deiner Brille wäre, wo du sagst, das ist jetzt wirklich ein krasses Update oder da geht man einen ganz anderen Weg als bisher? Also ich meine, klar, die Technik ist ja nicht stehen geblieben. Das heißt, man geht da schon einfach mit halbwegs modernen Sachen an den Start. Die Anforderungen sind natürlich anders. Ne? Also der Space Shuttle Anzug und dann sozusagen als kleine Weiterentwicklung der Raumstationsanzug, die sind für die Schwerelosigkeit entwickelt worden. So, das heißt, die Beine waren so, ja, die sind halt auch da, aber da war nicht der Fokus drauf. Der Fokus war auf die Arme, auf die Hände, weil man eben auf der Raumstation in der Schwerelosigkeit läuft man mit den Händen und man arbeitet mit den Händen, aber die Beine braucht man da nicht viel. Es war auch eine Zeit lang angedacht, dass der Raumanzug gar keine Beine hat, sondern dass mehr so eine Art Schlafsack ist, wo die Beine eben drin rumhängen. Und der neue Anzug ist ganz eindeutig für den Mond bestimmt. Das heißt, da ist sehr viel Fokus gelegt worden auf die Beweglichkeit des Unterkörpers, also praktisch hüftabwärts. Da sind viel mehr Gelenke drin und viel mehr Gehirnschmalz reingesteckt worden, um eben da gut drin laufen zu können. Gleichzeitig war es auch immer so geplant, dass man zum Südpol des Mondes fliegt und da diese permanent schattigen Regionen erkunden möchte, wo der Boden extrem kalt ist, also unter minus 200 Grad Celsius. Das heißt, da hat man auch entsprechend extreme Temperaturen, die der Anzug und dann auch klar die Stiefel, mit denen man dann auf diesem kalten Boden läuft, alle aushalten müssen. Also auf der Druckanzugseite sind, glaube ich, das so die Hauptdinger. Beim Lebenserhaltungssystem ist es so, dass man einfach dadurch, dass die Technik vorangeschritten ist, konnte man Sachen leichter bauen, kompakter bauen, hat das aber dann wiederum nicht dazu benutzt, um den Rucksack kleiner zu machen, sondern eher um Redundanzen einzubauen. Also zum Beispiel, es gibt in dem Design, was dann sozusagen das Referenzdesign war, am Schluss gab es 2 Lüfter für die Luft, es gab 2 Wasserpumpen, es gab sogar 2 getrennte Kühlkreisläufe für den Kühlanzug der Astronauten. Also da hat man also viel, den technischen Fortschritt dafür eingesetzt, um das System sicherer zu machen. Nicht unbedingt, um es jetzt kleiner, leichter oder wie stromlinienförmiger zu machen.
Aber eine Sache, die ich interessant fand, war zum Beispiel die Drucktanks. Also man hatte 2 Drucktanks dabei, einen Haupttank und einen Reservetank, wo unter sehr hohem Druck, also über 300 Bar, Sauerstoff drin ist. Und so, wenn man heutzutage solche Drucktanks kauft, dann ist ganz oft sind das Carbonfaser umwickelte Aluminiumtanks, weil die eben leicht und stabil sind. Aber das ist für diesen Anwendungsfall was man noch nie so gemacht hat. Und da war die NASA dann konservativ und hat gesagt, wir trauen uns das nicht so richtig, ja, weil man auch diese Carbonfaser Werkstoffe, das ist nicht ganz so einfach, die zu checken, ob die Dellen, Risse, sonst was, irgendwelche Beschädigungen haben, weil das Material eben ein bisschen komplizierter ist als Stahl. Und deswegen hat man sich dann dazu entschieden, die beiden Sauerstofftanks einfach weiterhin, genauso wie seit 50 Jahren schon, aus Edelstahl zu machen. Hm. Ja, spannend. Ja gut, man muss natürlich auch sagen, also Kohlefaser, ich hatte tatsächlich meine Bachelorarbeit früher mal über Kohlefaser geschrieben. Man hat ja auch das Problem, gerade wenn du meinst, von wegen, wenn man da auf dem Mond mal umfällt oder so, man schädigt irgendwie Fasern, ne? Und im Prinzip, man kriegt das nicht mit, aber man hat irgendwie einen Mikro-Defekt da drin und dann über die Zeit und irgendwie über Dehnungen und so passiert dann doch was. Und wenn du gerade meinst, zu Südpol, da ist natürlich dann auch sehr kalt und ich sag mal, faserverstärkte Kunststoffe, Kälte ist jetzt auch nicht unbedingt das, was sie sehr gut können, so, ne? Und aber ja, super, super spannend. Jetzt ist die Sache, XEMU, mittlerweile heißt er ja nicht mehr XEMU, wobei also diese Bilder, von denen ich meine, wo man auch dieses Bewegen, was du meinst, ne, dass da irgendwie viel in die Hüfte reingegangen ist, dass man da irgendwie schon sieht, die Art der Bewegung, das sah schon eher aus wie Gehen, während bei Apollo, man kennt ja dieses, dass die ja so gehüpft sind und eher so seitlich sich fortbewegt haben, weil irgendwie das Gehen eigentlich nicht so wirklich gut geklappt hatte. Also das sah schon eigentlich alles sehr, sehr fertig aus, als dieser Anzug vorgestellt wurde, damals noch von der NASA. Jetzt sind wir in diesem Kommerzialisierungsthema drin und tatsächlich die Artemis-Raumanzüge sollen jetzt von Axiom entwickelt werden. Was war denn da, beziehungsweise fangen die jetzt nochmal komplett von vorne an oder nehmen die das Referenzdesign? Ja, also das überlappte sich so ein bisschen mit meinem Weggang von der NASA, deswegen war ich da nicht mehr so ganz involviert. Ich weiß, dass viele Leute aus meinem Team, die also bei mir in der NASA im Team waren, sind sozusagen auf die andere Straßenseite rüber gewechselt und sitzen jetzt in den Axiom-Büros und arbeiten da. Im Prinzip, die NASA hat, und das ist auch in einer Parallele zu dem, was auch bei dem Commercial Cargo und Commercial Crew Transportation Program gemacht wurde, wo also dann SpaceX und Northrop Grumman jetzt die Aufträge haben, um die ISS zu versorgen. Die haben einfach nur gesagt, wir geben euch so und so viel Geld und wir brauchen einen Anzug, der das kann. So, das und natürlich irgendwie die ganzen Sicherheitsanforderungen erfüllt, die NASA natürlich dann hat. Und theoretisch hätten Axiom und das andere Konsortium, was mittlerweile rausgefallen ist, die hätten ihren eigenen Anzug entwickeln können. Also die hätten bei Null anfangen können und dann, das wäre erlaubt gewesen vom Vertrag her. Allerdings war die Timeline, die sozusagen bis wann sie den Anzug liefern müssen, so gemacht, dass es eigentlich nicht möglich war, das so zu tun. Deswegen beide Konsortien und das also nicht Axiom, sondern das von Collins Aerospace geführte Konsortium, die waren sehr stark involviert in der ganzen Entwicklung von Raumanzügen überhaupt. Axiom ist ja so ein Start-up sind sie jetzt auch nicht mehr so groß, aber ist eine verhältnismäßig neue Raumfahrtfirma. Die haben noch nicht diese Historie, aber Collins Aerospace und die Firmen, die sozusagen davor kamen, die machen schon immer, also die waren schon am Apollo-Raumanzug mit beteiligt. Das heißt, da war schon ganz viel Expertise da und die haben also zum Beispiel die Komponente, wo ich mit zu tun hatte, den CS-Scrubber, das ist ein Produkt von Collins Aerospace. Und soweit ich das mitgekriegt habe, ist der Axiom-Anzug auch zu großen Teilen äquivalent zu dem Referenzdesign, was die NASA dann sozusagen als Abschluss von dem XEMU-Projekt abgeliefert hat. Jetzt ist
Natürlich, also bei der Kommerzialisierung der Raumfahrt, bei dem Cargo-Programm, da gab's, glaube ich, nicht ganz so viele Widerstände. Bei dem Crew-Programm hatte ich schon das Gefühl, dass da viel politische Widerstände gab, dass man kann einfach das Menschenleben jetzt nicht irgendwie irgendwelchen Startups in die Hand geben und so weiter. Und das muss eigentlich, sollte bei der NASA bleiben. Mittlerweile, aus meiner YouTuber-Sicht von außen denke ich mir, dass es für mich das Gefühl hat, dass es ein sehr erfolgreiches Programm ist, sowohl das Cargo als auch das Crew-Programm, und wo ich mir denke, warum sollte es für die Anzüge nicht auch so sein? Wenn du jetzt bei dem Thema Lebenserhaltungssystem und praktisch wirklich, also da geht es um das Leben der Astronauten direkt in einem sehr menschenfeindlichen Umgebung. Kommerzialisierung von Raumanzügen, ist das eine gute Idee, schlechte Idee? Wo siehst du vielleicht Probleme? Ich meine, Kommerzialisierung ist so ein, nicht schwierig, aber ein bisschen kompliziert. Ich meine, habe ich ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Der NASA-Raumanzug, der jetzt auf der Raumstation eingesetzt wurde, der wurde nicht von der NASA gebaut, in-house, sondern die NASA hat bei der Space Shuttle oder Space Station EMU sogar weniger die Hoheit gehabt. Jetzt bei der XEMU war schon der Plan, dass die NASA wirklich sehr viel intern macht. Aber die Anzüge davor, das waren alles Verträge an Firmen. So, das war ein bisschen anders strukturiert, so aber das geht dann in die Finanzbuchhaltung rein, ob das jetzt so ein Vertrag ist, wo man sagt, wir wollen das haben und ihr sagt uns, was es kostet, und dann bezahlen wir das, oder eben umgekehrt, so, wir wollen das haben und wir geben euch das Geld dafür und mehr gibt's nicht. Ich glaube, das ist eher so das Hauptding, was bei diesen ganzen Kommerzialisierungssachen der NASA eben eine Rolle spielt. Das ist eben nicht mehr diese, was auch immer ihr sagt, dass es kostet, das bezahlen wir, sondern es ist so ein bisschen, wir geben euch ein paar Anforderungen und dann müsst ihr halt gucken, dass ihr es in den Kosten, die wir bezahlen wollen, auch hinkriegt. Und ich meine, gut, jetzt Axiom ist zwar jetzt eine Firma, die noch nie einen Raumanzug gebaut hat, aber die haben natürlich die ganzen Leute und die gibt natürlich dann die entsprechenden Counterparts bei der NASA, die Axiom überwachen und einfach gucken, was machen die, weil die NASA will natürlich, wenn sie das Leben ihrer eigenen Astronauten der Firma anvertraut, dann will die NASA natürlich auch wissen, wie das da passiert. Ne? Und das ist alles geschützt, damit eben die Firmengeheimnisse eben gewahrt bleiben, aber letztendlich die NASA guckt da genauso drauf wie früher auch. Also ich glaube, es ist einfach finanziell, ist es ein guter Deal für die NASA, weil eben die Firmen, die daran beteiligt sind, haben einen größeren Anreiz, das billiger zu machen und nicht, um den Steuerzahler ein bisschen weiter auszuschöpfen. Und der politische Gegenwind ist zum Teil einfach so, wir haben das früher immer gemacht und warum dürfen die das jetzt machen so? Das ist also, wenn ich so als Ingenieur denke, und ich habe das ja auch dann direkt hautnah miterlebt, dass da die Leute bei der NASA, die eigentlich also mehrere Jahre, teilweise Jahrzehnte mit diesem Mindset gearbeitet haben, ich baue einen Raumanzug, der dann auf den Mond fliegt, und der dann auf dem Mond läuft und ich habe daran mitgearbeitet und auf einmal so, ja, nee, nicht mehr, das machen jetzt die anderen. Dass man da so ein bisschen geknatscht ist, das kann ich gut nachvollziehen. Und bei dem Commercial Crew und so weiter, da ist alles politisch, weil natürlich die Abgeordneten, die für Boeing eintreten, die sitzen in einem anderen Bundesland als die für SpaceX und wiederum in einem anderen Bundesland als die für Northrop Grumman, und das wird dann alles recht schnell politisch. Und auf der anderen Seite, ich sag mal, die Idee, dass die Kommerzialisierung erfolgreich ist, es ja auch zu sagen, dass die Unternehmen eine Möglichkeit haben, mit den Anzügen selber Geld zu verdienen. Also das heißt, die NASA sagt, wir haben die und die Anforderungen, wir wollen die und die Missionen machen und dafür kaufen wir die Leistung, dass wir euren Anzug benutzen dürfen ein. Also das ist auch interessant, es ist ja jetzt kein dann NASA-Anzug mehr, sondern der Anzug wird dann Axiom gehören und aber für die Missionen an die NASA verchartert, sage ich jetzt mal, oder verliehen so. Aber tendenziell Axiom will ja eine Raumstation auch an der ISS aufbauen, die dann mal eigenständig unterwegs ist. Theoretisch haben sie einen Anzug dann an der Hand, mit dem sie dann ihre Station warten können oder
Milliardären EVAs ermöglichen könnten, so, ne? Und aber da ist dann die Nase raus, sagt, könnt ihr dann gerne machen und könnt ihr damit Geld verdienen. Wir wollen halt für unsere Mission gute Anzüge haben und da wollen wir gerne drauf gucken können. Bereit für den Countdown? Senkrechtstarter wird 5 und das feiern wir wie die Mondlandung. Am Freitag, 11. Oktober, Vorabend zum Space Creator Day, schwing ich den Pizzaschieber für euch. Ich habe mir euer Feedback zu Herzen genommen und wir haben das Konzept ein bisschen überarbeitet. Wir fangen mit 18 Uhr jetzt deutlich früher an, damit es für den Space Creator Day am nächsten Tag nicht zu spät wird. Damit ihr nicht vom Fleisch fallt, gibt's ab 19 Uhr mein Leibgericht Pizza All Can Eat und Nachtisch, beides im Ticketpreis enthalten. Getränke gibt's dann gegen Bares oder mit Karte an der Theke. Zur Schulzeit, da habe ich mir als Pizzabäcker mein Taschengeld aufgebessert und jetzt am 11. Oktober erlaubt mir der Küchenchef der Porta Nova 2 auch für euch den Pizzaschieber zu schwingen. Die ein oder andere Mos Speziale wird also auch auf dem Tisch landen. Aber das Wichtigste, natürlich erwartet euch das Beste aus 5 Jahren Senkrechtstarter, coole Überraschung und die einmalige Chance, live bei der Aufnahme einer Senkrechtstarter-Episode mit dabei zu sein. Also schnallt euch an, es wird senkrecht. Durch unseren Wechsel in die Pizzeria Porta Nova 2 müssen wir die Tickets leider stark limitieren. Vereinzelte Tickets sind aber noch da. Schnell sein lohnt sich also. Weitere Infos und Tickets unter dem Video. Das wird ein richtig cooler Abend unter Senkrechtstartern. Ich freue mich schon mega auf euch.